Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Ferro Concepts die GP Pouch Line und das Backpanel Molle. Unser Sascha aus dem Team ist ein riesen Ferro Concepts Fan und hat deswegen sich das komplette neue Line-Up angeschafft, was wir auch schon auf der SHOT Show dieses Jahr euch mal kurz angeteasert haben. Grund genug also, euch die Sachen einmal kurz im Detail zu zeigen. Fangen wir mit dem Backpanel an. Bei Ferro Concepts gibt es ja bereits schon mehrere Backpanel. Wir haben die auch schon unter anderem vorgestellt. Die Besonderheit hier bei Ferro ist, die sind natürlich für ihre Plattenträger konzipiert und sind im Vergleich zu anderen Herstellern relativ klein. Das liegt daran, dass der Reißverschluss nach innen geneigt ist, wie man jetzt hier auch mal sehen kann, hier an dem Cry JPC, und von daher halt auch eben nicht mit allen Plattenträgern oder mit Aftermarket-Plattenträgern, die nicht von Ferro Concepts sind, kompatibel. Hier ist die Ausnahme beim JPC, das ist sogar ein JPC in Large. Der hat die Reißverschlüsse eben nochmal an so Laminatstücken hier an der Seite und genau deswegen passt es hier drauf. Wir haben jetzt leider keinen Ferro Concepts Plattenträger hier. Der Sascha hat vergessen, uns seinen mitzugeben. Aber der Cry tut es jetzt hier zur Demonstration eben auch mal. Ja, das Molle-Panel ist ein simples Tegris-Panel, eben einfach dafür da, wenn ich nochmal zusätzliche Ausrüstung modular anbringen will. Die bisherigen Panels von Ferro Concepts sind alle vorkonfiguriert, also sprich für Flashbangs, für Utility oder eben also spezialisierte Panels einfach. Und hier hat man jetzt eben die Möglichkeit, das Ganze modular zu gestalten mit diesem Panel. Das ist 127 Gramm schwer, hat eine Größe von 28 cm in der Länge und 24,5 in der Breite. Ultra leicht, sehr formstabil durch das Tegris, hier mit Laminatkultur eingefasst. Oben kann man es dann einhaken und unten auch nochmal gegensichern. Da ist dann alles gedacht worden. Das wäre quasi die Basis. Passend zur Basis muss man natürlich auch dann sagen, Ferro Concepts hat bisher im Taschenbereich relativ wenig gemacht. Die hatten ein paar Pistol, ein paar Rifle Mag Pouches, aber GP Pouches gab es bisher nicht. Und da hat der Hersteller jetzt nachgelegt. Wir fangen mal mit der kleinsten an. Das ist die GP Pouch 6x5. Typisches Design kennt man von vielen anderen Herstellern auch. Ferro hat das hier in ihrem eigenen Style eher so ein bisschen rund gemacht. Man hat hier ITW Zipperpuls nochmal, natürlich immer 2, um das Ganze eben auch beidseitig öffnen zu können. Und vom Design her muss man auch nochmal sagen, hat man hier die Umlegefalte so designt, dass die Taschen extrem flach sind, wenn sie leer sind. Also das heißt, auch wenn ich jetzt hier relativ wenig reinpacke, tragen sie nicht so sehr auf wie andere GP-Pouches, die einfach von der Form her ja, ähnlich sind. Ja? Also das haben sie wirklich extrem gut hinbekommen. Gerade eben, wenn sie leer sind oder eben man weniger Füllung in den Taschen hat, kommt man damit sehr gut zurecht. Alle Taschen verfügen hier über Laminat-Pals-Schlaufen, um das Ganze eben dann auch an Molle-Systemen befestigen zu können. Ich zeige es gerade mal hier an der hier demonstrativ. So sieht das Ganze von hinten aus. Und bei der kleinen 6x5 und auch hier bei der großen habe ich zusätzlich hier noch einen Durchlass für den Gürtel. Das heißt, diese Tasche und auch die lange Tasche lassen sich am Gürtel tragen, diese Tasche hier nicht. Ja, kurz mal die Spezifikationen. Alle Taschen sind aus 500D Cordura gefertigt. Wir haben hier bei der kleinen ein Fassungsvolumen von 1 Liter. Die ist 15,2 x 12,7 cm in der Größe, wiegt 75 Gramm. Gehen wir einmal von innen nach außen, damit ihr auch mal seht, wie die innen aufgebaut ist. Die Rückwand zum Träger hin ist hier einmal mit Flauschklett ausgestattet. Das heißt, hier bin ich in der Lage, einfach mit Modulen zu arbeiten. Gibt es von Ferro Concepts, aber auch Helicon hat sehr gute. Zeigen wir euch in der Tasche dann gleich mal, wie man was man da reinbauen kann. Und hier im oberen Bereich sind nochmal 2 Laschen vorgesehen, um eben auch Ausrüstung mit Dummy-Cord sichern zu können. Hier in der Mitte ist nochmal ein Durchlass, wie ihr sehen könnt, ein Schlitz. Der ist eben dafür gedacht, wenn man eine Kabelführung realisieren will. Das zeigen wir euch auch hier an der Tasche. Die Front ist nicht weiter unterteilt, das heißt, hier gibt es keinen Klettbereich und unten ist nochmal eine Ablauföse vorhanden und ihr seht hier auch, man hat hier nochmal
so einen Bungee-Zug eingearbeitet, der die Tasche eben auch schön schlank hält, beziehungsweise den Inhalt dann auch nochmal fixieren lässt von außen. Da habe ich hier nämlich einen Pull-Tab und damit kann ich das Ganze dann heranziehen. Wenn ich hier zum Beispiel, sagen wir mal, 2 Flashbangs reintue, ohne die zu sichern, kann ich dann mit dem Pull-Tab die Tasche quasi als Sicherung benutzen und kann sie dann auch offen tragen. Das war die 6x5. Weiter geht's mit der 6x9. Die ist hier im horizontalen Design gemacht, das heißt natürlich eher breit als hoch. Von den Maßen her habe ich hier 15,2 mal 22,9 in der Breite und ein Gewicht von 120 Gramm. Ebenfalls 500 Dekodora, auch wieder die ITW Zipperpuls hier, um die Tasche komplett öffnen zu können. Auf der Rückseite natürlich auch wieder entsprechend PAL-Schlaufen, natürlich hier nicht wie bei der Tasche 3, sondern hier halt 6 in der Breite, also doppelt so breit wie die kleine. Und hier sieht man jetzt auch schön einmal den Path-Through für die Kabelführung. Das heißt, ähnlich wie auch bei der Tasche und auch bei der Tasche habe ich dann auf der Rückseite einen Auslass, wo ich dann zum Beispiel hier mein Kabel für die Powerbank nach außen führen könnte. Wenn ich mein Smartphone zum Beispiel weiter oben trage in einem Juggernaut-Case oder so, könnte ich dann hierüber die Stromversorgung realisieren. Hier sieht man auch sehr schön, da haben sie auch mitgedacht. Man hat jetzt hier nicht 6 Streifen PALs gemacht, sondern hat hier in der Mitte immer was freigelassen. Das heißt, auch hier könnte man nochmal eine Schere oder ein Knicklicht oder sowas hinter die Tasche stecken, wenn sie denn montiert ist. Gehen wir einmal nach innen. Gucken wir mal, dass ich das mit meinen Inserts hier so hinbekomme. Ja, das sieht gut aus. So, hier sieht man jetzt mal schön eine Beispielkonfiguration, auch von der Höhe her, mit Flashbangs und Pistolenmagazinen, natürlich auch Multitools, GPS-Geräte, Rauchgranaten, alles, was euch so einfällt, kann man hier wunderbar montieren. Auch da wieder auf der Rückseite Flauschklett, auf der Vorderseite nichts. Hier sieht man die Ablaufösen nochmal ganz schön. Und hier ist nochmal zusätzlich im Rückenbereich hinter dem Flauschklett nochmal ein Einschub, der nochmal für flache Gegenstände ist. Und da ist auch der Path-Through, das heißt, der ist hier nicht exponiert wie bei der kleinen Tasche, sondern ist hier in der Innentasche. Würde dann perfekt auch funktionieren für eine flache Powerbank, die ich eben hinter der Ausrüstung trage. Hier hat man nochmal an den Seiten oben die Pull-Tabs, die auch in der anderen Tasche zur Verfügung stehen, um die Ausrüstung zu sichern. Kommen wir zur letzten Tasche, das ist die 12x5. Die ist natürlich eher hoch als breit. Hat man in der Höhe hat man hier 30,5 cm mal 12,7 in der Breite. Und diese Tasche hat ein Fassungsvolumen von 2,5 Litern und wiegt 150 Gramm. Ihr seht schon, hier ist Bungee Cord auch nochmal auf der Außenseite angebracht, um eben auch mal von außen vielleicht eine Jacke oder sowas reinstecken zu können und natürlich auch um den Inhalt zu komprimieren. Auf der Rückseite 3 Streifen Molle. Das da oben, das erkläre ich euch gleich, wenn wir dann weiter reingehen. Und auch wieder hier die ITW Zipperpuls, jeweils einmal fürs Hauptfach und hier für die aufgesetzte Fronttasche. Die ist vom Design her sehr flach, das heißt, hier kann ich bis hierhin einsteigen und kann dann da eben flache Gegenstände wie zum Beispiel Beweissicherungsbeutel oder sowas in der Art kann man hier ohne weiteres unterbringen, je nachdem wie voll ihr die Tasche eben packt. Da hat man auch nochmal hier an den Außenseiten Schlaufen, um zum Beispiel auch Karabiner einhängen zu können oder eben als Aufzieh- oder Zuziehhilfe. Wenn ich hier den Reißverschluss aufmache, kann ich das an der einen Seite festhalten und damit dann eben zuziehen. Ab ins Hauptfach. Da muss man natürlich ordentlich was an Füllmaterial reinpacken, damit das hier alles auch schön ausgefüllt ist. So. Jetzt kommt nämlich das, was wir hier mit dem Path-Through angestellt haben, denn diese Tasche ist eben auch dafür gedacht, dass man Trinkblasen unterbringt. Hier passt eine 1,5 Liter Trinkblase rein und da kann ich natürlich auch durch den Durchlass nicht nur Kabel führen, sondern eben auch den Trinkschlauch, der ist hier oben zu sehen und kommt dann hier auf der Rückseite raus und kann dann eben für ein Trinksystem genutzt werden. Möglich wären zum Beispiel auch Canteens oder Nalgeens, die mit einem Schlauchadaptersystem verbunden sind, als Variante. Gehen wir auch nochmal nach innen, damit ihr auch wirklich alles gesehen habt.
Ablauföse im unteren Bereich. Hier sieht man schön auch die Form nochmal von der, muss man noch ein bisschen weitermachen, so von der aufgesetzten Tasche. Das ist quasi der Bereich, den man von außen sieht. Und auch wieder auf der Rückseite komplett Flauschflat. Hier hat man keine Aufhängung im Vergleich zu den anderen Taschen. Nochmal zurück das Ganze. Auch diese Tasche hat einen Gürteldurchlass, wie ich schon gesagt habe, wie hier die kleine. Und die hatte keinen. Also als Vergleich, die beiden können am Gürtel getragen werden, die nicht. Und als Special ist hier nochmal hinter den Palsschlaufen nochmal ein Einschub vorhanden. Und der ist dafür gedacht, dass man hier Sprengladungen oder auch hier so ein Breechpan kann man hier wunderbar unterbringen. Das heißt, der wird einfach dann hinten eingesteckt, nimmt keinen Platz weg und kann jederzeit perfekt hier herausgezogen werden. Und zusätzlich hat man hier sogar nochmal eine Sicherung untergebracht. Das heißt, hier sind 2 elastische Schlaufen. Da kann ich dann hier zum Beispiel den Breechpan einsetzen. Ich halte das mal so ein bisschen hin, dass man das besser sehen kann. So sieht das aus. Und dann könnte ich hier 2 Breechpans auch gesichert in der Tasche nochmal transportieren. Ganz zum Schluss noch einmal, damit ihr auch wisst, wie viele Taschen ihr braucht, wenn ihr zum Beispiel plant, das Molle-Panel einzusetzen. Mit dem Molle-Panel könnt ihr 2 von diesen Taschen anbringen. Also es ist tatsächlich die GP-Pouches sind hier für dieses System konzipiert. Und dann könnte ich 2 von denen tragen und natürlich noch 2 kleine dazu nehmen. Das gleiche gilt hier mit der horizontalen Tasche. Da kann ich hier eine nehmen und 2 oben drüber. Oder aber ich nehme 2 von denen, also 1, 2. Oder aber ich bin ganz wild unterwegs und kaufe mir 4 von denen. Dann kann ich hier 1, 2, 3, 4 Stück anbringen. Natürlich ist auch möglich, das Ganze mit Magazintaschen oder Flashbang-Taschen im oberen Bereich zu kombinieren, wenn ich hier auf die flacheren horizontalen Taschen ausweiche. Ja, ist an alles gedacht worden. Da fehlt uns tatsächlich nichts. Wir sind gespannt, was der Sascha sagt, wenn er die mal montiert hat. Er hat sie wirklich nicht ausgepackt, sondern uns direkt hier zum Vorstellen gegeben, damit die auch niegelnagelnew sind. Wenn wir da irgendwas Negatives dran entdecken, werden wir euch Feedback geben. Ansonsten könnt ihr davon ausgehen, dass der Kram taugt bei Ferro Concepts sowieso. Händler gibt es leider keinen bei uns in Deutschland. Wir werden mal gucken, ob wir auf der SHOT Show 24 mit denen sprechen können, dass da mal was passiert in Deutschland. Ansonsten wäre eine Bezugsquelle entweder direkt aus den USA oder aber Tactical Kit UK oder Varuste in Finnland. Die bieten Ferro Concepts an und da könnt ihr die Sachen bekommen. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Was haben Sie vergessen? Ist es ein gutes Design? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.